Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Präsentation der Gewinner beim diesjährigen German Innovation Award. Es ist ein Award, der auf das zielt, was unsere Zukunft ausmacht, unser Pakt mit der Zukunft, nämlich Innovationen. Und die Leuchttürme unter den Innovationen, die werden wir Ihnen beim diesjährigen German Innovation Award vorstellen. Schön, dass Sie dabei sind. Wir werden Ihnen die verschiedenen Projekte und Produkte in 7 Themengebieten vorstellen. Und wir wollen beginnen mit Smart 5.0, Connectivity, Robotic and AI. Und das ist die Suche nach der Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Wohin geht diese Reise? Diese Frage beantworten die ausgezeichneten Projekte. Aber wir wollen sie vorab diskutieren mit Lutz Dietzold, dem Geschäftsführer beim Rat für Formgebung. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, ich freue mich auch. Vielleicht ganz kurz vorab nochmal, wie hat sich der German Innovation Award eigentlich entwickelt? Ja, der German Innovation Award hat ja tatsächlich eine ganz spezielle Zielgruppe, nämlich es sind sozusagen die Hidden Champions, der Mittelstand, die hier ihre Innovationen, die manchmal wirklich nur so im Detail stattfinden, hervorholt und denen eine Bühne bietet. Und was eigentlich sehr schön ist, dass dieser Preis zunehmend internationaler wird. Und das zeigt eben auch, dass diese Hidden Champions mittlerweile überall auf der Welt unterwegs sind und eben auch international vernetzt unterwegs sind. Und das macht einfach Spaß. Die erste Kategorie, das erste Themenfeld, Smart 5.0, die Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Da gibt es ja alles Mögliche an Gefühlen und Gedanken dazu. Für manche ist das Utopie, für manche eher Dystopie. Wie stellen Sie sich da auf? Ja, Mensch und Maschine, das ist ja fast schon ein Angstbild. Ich muss immer an Science-Fiction-Comics denken, die ich als kleiner Junge gelesen habe. Aber ich glaube, das ist es heute nicht mehr. Ich würde sagen, es bietet eben eine Chance. Wir sprechen ja in dem Sinne nicht mehr von Maschine, sondern wir sprechen natürlich davon, dass das Digitale viele Aufgaben entwickelt und oft wir als Mensch nur noch an der Benutzeroberfläche sind. Was aber, glaube ich, eine wichtige Rolle spielt, da sind wir auch dann schnell beim Thema KI, dass diese Entwicklungen inzwischen wahnsinnig schnell stattfinden. Und ich glaube, da muss es immer im Fokus stehen, auch den Nutzer, den Menschen sozusagen vor der Maschine mitzunehmen. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, da müssen wir einen starken Fokus drauf richten, sonst verlieren wir die Menschen. Ja, ich meine, wir sehen natürlich, dass die Maschinen uns in vielen Bereichen ja voran sind. Schon im Rahmen der Industrialisierung hat man gesehen, naja, sie sind natürlich stärker, sie sind ausdauernder. Jetzt erleben wir, dass kluge KI-Computerprogramme auch kreativ werden. Sie haben das bessere Gedächtnis. Sie rechnen natürlich sowieso schneller. Also wie könnte diese Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine aussehen, dass sie wirklich für uns Menschen gewinnbringend bleibt? Ja, da haben Sie absolut recht. Ich meine, wenn wir so ans T-Modell denken von Ford, der Mensch sozusagen am Fließband, so sind wir ja auch bei komplexen Gestaltungsaufgaben teilweise schon fast wie am Fließband tätig, auch in Entwurfsprozessen, die vielen Varianzen, die wir brauchen. Wir sehen das allein beim Automobil, was da alles möglich ist an unterschiedlichen Gestaltungen. Ich glaube, hier kann die KI tatsächlich auch den Gestaltern, Ingenieuren Arbeit abnehmen, aber das Kuratieren, das Entscheiden, das muss letztendlich der Mensch machen. Da geht es auch ein bisschen darum, wie wird eine Marke gebildet, wie findet eine Marke statt. Und ich glaube, da ist es wichtig zu schauen, da muss es eine, was denn des Wortes, Handschrift geben. Also es ist der kreative Anteil, der natürlich beim Menschen bleibt, aber mit Sicherheit dann eben auch der Gestaltende, der natürlich sagen muss, wo die Reise hingeht, wenn uns die Maschinen da das Heft nicht aus der Hand nehmen. Ja, und ich glaube, die Maschinen sollten uns da das Heft nicht aus der Hand nehmen. Es gibt einfach sehr viel, auch Befindlichkeiten natürlich bei den Kunden, bei den Nutzern. Und ich glaube, das wird sehr genau gespürt, wo das aus der Hand genommen wird. Und wir merken das an Diskussionen, insbesondere bei den ganz großen KI-getriebenen Unternehmen, dass es da ein Misstrauen gibt der Kunden. Und dann kann man sagen, da wird was falsch gemacht. Glauben Sie, ist es nur eine Sache der Kommunikation oder besteht halt doch vielleicht das Risiko, dass Dinge sich verselbstständigen in diesem Bereich? Es besteht sicherlich das Risiko, dass sich Dinge da verselbstständigen. Ich bin mir nicht so sicher, ob sich das dann am Markt wirklich durchsetzen wird. Ich glaube, dass wir immer Prozesse haben, wo wir das sinnvoll einsetzen können, aber immer da, wo ich als Nutzer verloren gehe oder das Gefühl habe, ich gehe verloren,
da wird auch ein Misstrauen gegenüber der Akzeptanz. Wir merken das eben in diesem Megafeld der grundsätzlichen Akzeptanz von KI. Die Fragen Datenschutz spielen ja eine ganz wichtige Rolle. Wo bin ich Herr meiner Daten? Und da, wo es nicht klappt, glaube ich, da wird es auch zunehmend Stimmen geben, die davon entsprechend dann eben sehr kritisch sich dazu einstellen. Wir müssen aber auch, das ist vielleicht auch eher eine ordnungspolitische Fragestellung, glaube ich schon, die Frage, wer überhaupt die Infrastrukturen bereitstellt. Und ich denke, da zum Beispiel könnte sich die öffentliche Hand viel, viel stärker engagieren. Und das fällt nicht nur Unternehmen in bestimmten Bereichen überlassen, damit eben tatsächlich diese Anwendung, das sehen wir ja auch, den kleineren und mittleren Unternehmen auch zugänglich bleiben und die dann nicht auf einmal außen vor sind. Die Entwicklung und gerade in dieser Beziehung Mensch-Maschine, und Sie sprechen natürlich zu Recht künstliche Intelligenz an, die haben uns ja schon tolle Produkte auch beschert. Wir sehen ja gleich auch eine ganze Reihe, die ausgezeichnet werden beim Award. Ja. Also, wenn ich denke, irgendwann wird es natürlich soweit sein, dann hat jeder seinen smarten Kühlschrank und jeder hat sein selbstfahrendes Auto vor der Tür. Ist für Sie eigentlich vorstellbar, dass diese Entwicklung immer weitergeht oder gibt es da ein Ende? Ja, das ist eine spannende Frage. Entwicklung, würde ich sagen, geht immer weiter. Nur die Frage, in welche Richtung geht die Entwicklung weiter? Ne? Wir können uns ja tatsächlich die Frage stellen, ist es jetzt sinnvoll, dass mein Kühlschrank die Lebensmittelbestellung aufgibt? Kann man so sehen, kann man so sehen. Gibt es andere Möglichkeiten, denke ich, dass mir vielleicht ein Kühlschrank anzeigt, dass ein Mindesthaltbarkeitsdatum abläuft? Kann schon wieder sinnvoll sein. Dann denke ich vielleicht auch dran, vielleicht das Kilo Tomaten, was da vor sich hin schlummert, dann doch mal zu einem Essen zubereiten. Also da wird's natürlich einfach, da steht der Nutzen im Vordergrund. Das ist, glaube ich, die wichtige Frage hier. Und an vielen Stellen wären wir natürlich froh, wenn uns die Maschinen die Arbeit abnehmen. Mittlerweile geht es ja in Bereiche natürlich rein. Da ist es schwieriger abzuwägen. Beispielsweise Anwaltsgehilfen, deren Jobs können ja heutzutage schon kluge Programme auch übernehmen. Die Arbeit wird uns nicht ausgehen am Ende, oder? Ja, ich glaube nicht, dass uns die Arbeit ausgehen wird. Es ist aber natürlich, müssen wir auf diese Felder auch schauen, wo auf einmal und ich glaube, die Geschwindigkeit spielt da eine große Rolle, wo ganze Berufszweige auf einmal wegbrechen. Auch da müssen Menschen mitgenommen werden. Ja? Auf der einen Seite brechen ganze Felder weg, auf der anderen Seite mangelt es insbesondere im Handwerk, im Manufakturellen überhaupt an Auszubildenden oder Menschen, die sich damit beschäftigen möchten. Und ich glaube, da müssen wir sozusagen so einen neuen Wert herstellen, eben auch hier auch entsprechend in diese Richtung einen Fokus zu bringen, damit Arbeit, eben auch die Arbeit mit der Hand, sozusagen eben einen Wert auch zukünftig haben wird. Okay, vielen Dank bis hierhin, Lutz Dietzold. Wir würden dann zu den ausgezeichneten Projekten kommen. Ja, vielen Dank. Und ich möchte natürlich von meiner Seite aus auch noch mal allen Gewinnern des German Innovation Awards 2021 hier von dieser Stelle aus herzlich meinen Glückwunsch aussprechen. Alles Gute. Ja, und dann schauen wir jetzt auf die ausgezeichneten Projekte, in denen sich natürlich viele unserer diskutierten Punkte wiederfinden. Vernetzt zu sein ist für die meisten Produkte heute schon selbstverständlich, doch innovative Produkte bieten bereits mehr. Sie sind auch smart. Tali Connected bietet beides. Ein Motorradhelm, der sich per Bluetooth mit dem Smartphone koppelt. Der Sprachbefehl lässt sich dann das Smartphone steuern. Musik, Anrufe, Smart Assistants sind nur ein Wort entfernt. Und im Notfall wird Tali Connected sogar selbstständig und ruft Hilfe. Und er will natürlich auch gesehen werden. Mit integrierten Brems- und Blinkersignalen sorgt er für mehr Sicherheit und selbstredend passt sich der photochrome Blendschutz allen Lichtsituationen an. Smart eben. Die Jury war beeindruckt, wie Tali Connected Motorradfahren sicherer gestaltet und das Produkt dabei formal ästhetisch bis ins Detail überzeugt. Man muss nicht auf 2 Rädern über die Landstraße kurven, um ein smartes Produkt zu genießen. Unser nächstes Goldprojekt zeigt, dass schon der Griff zur Flasche eine intelligente Kontaktaufnahme sein kann. E-Bottle ist eine intelligente Glasverpackung, die mit einem elektronischen Tag ausgestattet ist. Natürlich wiederverwendbar. Das heißt, die Flasche hat Sensorelemente und LED-Funktionen und kommuniziert drahtlos übers Smartphone.
Das verschafft natürlich den Marken viel mehr Wissen über die Nutzung der Flaschen, aber auch eine ganz neue Beziehung zu den Endkunden. Ein viel direkterer Kontakt, der, solange alle einverstanden sind, auch ganz neue Marketingmöglichkeiten und Vertriebsaktivitäten bringt. Da bekommt Gläsern eine ganz neue Bedeutung. Die Jury findet, dass diese unmittelbare Kommunikation mit den Verbrauchern ein erweitertes Kundenerlebnis bieten kann, ein technisch sauber umgesetztes Marketing-Tool, das viel Potenzial birgt. Ja, es geht immer mehr, auch in Sachen Produktintelligenz, und das nächste Goldprojekt gehört garantiert dazu. Luke 2 ist ein innovativer, mehrfach patentierter mobiler Kommissionierroboter, KI-gestützt. Er kennt seine Bildverarbeitung, die Artikel im Quellbehälter, entnimmt sie mit dem passenden Greifer und legt sie wie gewünscht in die Zielbehälter. Klar, dass er die Konkurrenz durch Menschen nicht scheut und auch mit ihnen zusammenarbeiten kann. Wer noch keinen Luke 2 hat, kein Problem, er ist nachträglich mit wenig Aufwand installierbar. Die Jury betont, dass die Möglichkeit der Einzelstück-Kommissionierung ein großer Fortschritt ist. Mit seinem kompakten Design in Form einer mobilen Einheit ist Luke 2 eine bahnbrechende Neuentwicklung, die aufgrund ihrer Flexibilität stationären Systemen den Rang ablaufen könnte. Und hier ist Johann Zrenner, der Geschäftsführer der IGZ Ingenieurgesellschaft für logistische Informationssysteme. Wir haben ihn gefragt, was die Goldauszeichnung beim German Innovation Award für ihn bedeutet. Unsere Kunden erwarten, dass wir ihnen einen Wettbewerbsvorsprung verschaffen. Das machen wir seit mehr als 2 Jahrzehnten. Das ist Teil unserer DNA. Mit unserem mobilen Kommissionierroboter Luke 2 haben wir uns nun 2021 erstmalig bei den German Innovation Award beworben. Wir haben uns wirklich toll gefreut, dass wir sofort eine Auszeichnung bekommen haben. Dass am Ende sogar der Innovation Award in Gold geworden ist, hätten wir uns nicht erträumen lassen. Wir freuen uns wirklich sehr. Dieser Award ist für unser IGZ Innovation und Entwicklungsteam sowohl Bestätigung als auch Ansporn zugleich, weiter nach innovativen und nutzenbringenden Lösungen für unsere Kunden zu suchen und zu entwickeln. Ich möchte mich an dieser Stelle bei unserem Entwicklungsteam und bei allen an der Entwicklung der von Luke 2 Beteiligten für ihr Engagement und ihre Hartnäckigkeit bedanken. Ihnen gebührt diese Auszeichnung. Ich bin überzeugt, Luke 2 Pick by Robot wird den Intralogistikmarkt nachhaltig verändern. Einen Roboter in einer Lagerhalle anzutreffen, das wird keinen überraschen. Roboter auf dem Acker zu erleben, das ist noch nicht Alltag. OS ist das nächste Goldprojekt. Ein Roboter mit GPS-RTK-Navigationssystem für kleine Gemüsebetriebe. OS weiß, wo er ist, und zwar sehr präzise. Unkraut jäten in einem Abstand von 2 bis 5 Zentimeter von der Pflanzreihe, kein Problem. Aber OS kann mehr. Bodenbearbeitung, Ecken, Furchen ziehen, säen, pflanzen, jäten, dämmen, transportieren. Der Roboter arbeitet völlig autonom. Die Jury ist begeistert von der Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit und vor allem dem ökologischen Vorteil, dass durch das präzise Arbeiten weniger Chemie zum Einsatz kommen muss. Die digitale Technik in der Landwirtschaft ist ein Megatrend und OS setzt neue Maßstäbe. Gepflanzt, geerntet und gegessen muss auch in diesen Pandemiezeiten noch analog und real. Ansonsten erleben wir ja aber einen Virtualisierungstrend, auch für Messen. Und das zeigt das nächste Goldprojekt. Room Expo X ist eine Komplettlösung für die Planung und Umsetzung virtueller und hybrider Events. Und zwar in 3D, Virtual Reality und Augmented Reality. Das ermöglicht eine digitale Transformation der Veranstaltungsbranche. Die Plattform bietet ein virtuelles Veranstaltungsgelände und die Möglichkeit, Produkte in 3D zu präsentieren. Offline- und Online-Veranstaltungen lassen sich verknüpfen. Events für Veranstaltungen aller Art und in jeder Branche sind denkbar. Die Jury ist angetan von der Benutzerfreundlichkeit der Software. Sie findet, dass Room Expo X nicht nur als Alternative für ausfallende Messen überzeugend ist, das Konzept weist weit darüber hinaus in unterschiedlichste digitale Veranstaltungsformate.
Ja, die Digitalisierung dominiert und sie lässt eine Wahrheit über die Welt immer deutlicher werden. Small is beautiful. Und das gilt auch bei der digitalen Präsentation. Das nächste Goldprojekt ist eine innovative App für Live-Videoproduktion. Tubicon ermöglicht es Content-Produzenten mit ihren Smartphones auf einfache Weise professionelle Live-Videos zu erstellen. Per App lassen sich diese Videos in Echtzeit und HD ohne zusätzliches Equipment oder Investitionskosten auf allen Social-Media-Kanälen streamen. Die Jury findet diese cloudbasierte App clever. Angesichts des steigenden Bedarfs an Content ist Tubicon eine starke technische Hilfe, die auch Produzenten mit kleinen Budgets die Chance eröffnet, groß rauszukommen. Goce Strawkowski, CEO und Founder von Strime GmbH, hat uns beantwortet, was ihn an der Innovation besonders beeindruckt. Die Firma Strime hat über 15 Jahre Erfahrung im Bereich Broadcasting, Fernsehen und Videoproduktion, Videoshowproduktion. Also wir haben da namhaften Kunden wie Studio Berlin, Bavaria Studio, ZDF, also auch Telekom Italia, Red Bull, Media House, sogar auch für Warner Brothers. Also wir wissen, wie man hochqualitative Videoproduktion betreiben kann. Und dann haben wir gesagt, naja, aber Millionen von jungen Videoproduzenten weltweit würden gerne auch solche hochqualitative Videos produzieren wie in einem von diesen Studios. Und dafür haben wir das Tubicon entwickelt. Also mit Tubicon kann ich dann eben wirklich High-Definition, hochqualitative Video live produzieren, also sogar Fernsehen live produzieren, in Social Media streamen und ohne Erfahrung, ohne das Equipment und ohne eben auch so große Budget zu haben. Also allein nur mit der Verwendung von Smartphones. Und das ist genau unsere Einzigartigkeit, das ist genau unsere USP, dass wir die einzige Firma auf dem Markt sind, dass eine All-in-One, das eine Live-Videoproduktion und Streaming-Plattform mir anbietet, bei der Verwendung nur von Handys. Was auf der äußeren Oberfläche virtuell oder real so glänzt, verlangt immer nach einer Hardware im Inneren, die den Glanz auch produzieren kann. Das nächste Goldprojekt würdigt eine Hardware-Entwicklung. Haar Modular ist das weltweit erste Steckverbinderkonzept für Leiterplatten. Es ist nach einem modularen Baukastenprinzip aufgebaut. Geräteentwickler können damit die elektronische Infrastruktur ihres Geräts verbinden und sind nicht mehr auf Standardkomponenten unterschiedlicher Hersteller angewiesen. Ein Online-Konfigurator erlaubt es, die Schnittstellen zu konfigurieren und das bereits ab Losgröße 1 zu bestellen. Das spart enorm viel Zeit. Die Jury findet, dass das System kaum Wünsche offen lässt. Es gibt 1 Billion Kombinationsmöglichkeiten der Haar-Modularmodule. Die Fertigung von Losgröße 1 in industrieller Qualität markiert einen technologischen Sprung in der Fertigung. Hier ist Ralf Klein, Geschäftsführer von Harting Electronics GmbH, zu der Entwicklung von Haar Modular. Der innovative Kern ist, dass es aus meiner Sicht, nach meinem Wissen, ein vergleichbares Produkt am Markt heute nicht gibt. Das heißt, es gibt natürlich viele Leiterkartensteckverbinder unterschiedlichster Art, die kommen aber aus einem Standardkatalog. Und dieser Ansatz, dass der Kunde sich individuell den Steckverbinder konfigurieren kann, genauso wie er es möchte, der ist komplett neu. Das waren die Goldprojekte des Themengebietes Smart 5.0, Connectivity und Robotic and AI des German Innovation Award 2021. Gratulation an alle Preisträger. Vielen Dank für Ihr Interesse.